gehört. Zumindest bei ein paar, was ich schon sehr cool finde. Also vielen Dank dafür, dass ihr mir die ganzen Sachen geschickt habt. Wir schauen uns die jetzt einfach gemeinsam an. Und am Ende schauen wir noch, ob wir eine Top 3 oder Top 5 machen, je nachdem. Und dann würde ich sagen, ohne jetzt viel rumzulabern, das ist die Community, das sind eure Bilder. Hier könnt ihr auch mal sehen, wie andere Leute Sachen machen und auch mit den Tutorials lernen, etc. Ich habe ja bei dem ersten Aufruf ja schon den Alex aka Ink Master schon mal reingezogen und habe schon mal ein paar Bilder vorab von ihm gezeigt. Und ich habe mir gedacht, das war ja nur fair, dass ich die genommen habe. Dann würde ich sagen, beginnen wir auch mal gleich mit seinen Bildern und dann schauen wir uns einfach mal das erste Bild an. Und zwar haben wir jetzt hier gleich, ich blende sie für euch immer ein. Das ist, glaube ich, dann einfach geschickter. Ich muss immer nur kurz dann fummeln, die mir ein bisschen größer machen, damit ich sie auch richtig gescheit sehe auf meinem zweiten Monitor. So, und zwar haben wir jetzt hier den schönen Löwenkopf. Was ich hier ganz cool finde, sind die Farben. Die sind klasse geworden. Gerade das helle Gelb oder halt die Gelb- und Orangetöne vom Löwen. Der hat ja gesagt, es war, glaube ich, kein Löwe, sondern hier. Ja, jetzt hab ich einen Hängerle. Das machen wir neu. Tiger. Ach Gott. Tigerkopf. Jetzt bin ich noch drauf gekommen. Scheiße. Fehler gleich zweimal gemacht. Okay. Da spulen wir nochmal schnell zurück und dann machen wir das neu. Und zwar haben wir jetzt hier natürlich das schöne Tigerbild vom Alex. Und ich muss sagen, was mir hier halt richtig gut gefällt, sind die Farben. Gerade das Blaue und dann eben vom Tiger die ganzen Gelb- und Orangetöne, die geben da eine ganz coole Farbkombination, was mir wirklich gut gefällt. Was ich auch ziemlich geil finde, sind, dass da schon ein paar Wassertropfen eingearbeitet sind. Die könnten an ein, zwei Stellen vielleicht noch ein bisschen mit mehr Gefühl gemacht werden, aber dann sind die eigentlich schon recht cool. Und hier wurde auch ein bisschen die Techniken gemischt, das hat er mir ja schon gesagt. Er mischt da auch gern ein bisschen die Medien, was ich euch auch letztens gesagt habe, was völlig okay ist. Macht das bloß, nehmt Abmaskierfolie und Pinsel etc. Dann habt ihr auch am Ende so ein schönes Bild wie das jetzt hier und könnt darauf stolz sein, warum auch nicht. Ihr müsst nicht zwingend alles mit der Gun machen, damit ihr sagen könnt, ihr habt alles mit der Gun gemacht. Also wie gesagt, also hier wurde dann auch mit dem Pinsel gerade im Tigerkopf gearbeitet, das sieht man auch, aber ich finde es gar nicht schlecht. Also für den Auftakt schon mal ein Spitzenbild. Wir gehen dann gleich mal zu dem zweiten. Genau, dann haben wir hier den Tribal Totenschädel, würde ich sagen, mit Holzhintergrund, was ich immer nicht schlecht finde, und so ein bisschen Rost und die Schrauben. Was mir auch hier echt gut gefällt, ist eben das Tribal, dass man da eben so diesen Schädel mit einbindet. Ist eigentlich auch eine coole Idee. Ich hätte hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit dem Schatten gespielt von dem Skull. Man sieht, an den Rändern ist schon ein bisschen versucht worden, da ein bisschen Schatten reinzubringen. Aber wenn man da jetzt sich eine Seite aussucht, dann kann man den sogar noch ein bisschen mehr von dem Ganzen abheben. Und dann kriegt das nochmal so ein, ja, ich würde sagen, fast schon mehr so ein Eyecatcher, weil es sich dann nochmal ein bisschen mehr vom Hintergrund abhebt, weil der doch relativ ja, schon viel Dynamik drin hat, und so kann man den dann noch mal ein bisschen das Ganze fürs Auge noch ein bisschen schöner machen, aber nichtsdestotrotz auch eine sehr coole Idee, gefällt mir auch gut. Was ich da jetzt kritisieren könnte oder wo ich sagen würde, das könnte man noch vielleicht besser machen, ist eventuell das Holz. Da habe ich ja mal so eine Rakel gehabt, das habe ich euch mal gezeigt, glaube beim Diamanten. Die würde ich ja für euch generell für so Holzsachen empfehlen. Die sehen dann sehr geil aus. Oder bei der Jack Daniels Lampe, die ich mal gemacht habe, habe ich auch das ganze Ding, fall bloß nicht um, habe ich das auch mit der Airbrush, habe ich da auch eine Holzoptik reingebracht. Vielleicht mache ich zu Holz mal noch ein kleines Tutorial oder so.
Aber das hätte ich jetzt vielleicht noch gesagt. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen sichtbarer machen, aber ich finde trotz alledem sehr gelungen. Alex, der weiß schon, was er tut mittlerweile. Ha, ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich ein Schirmständer oder so ähnlich. Würde ich jetzt mal sagen. Schreib es in die Kommentare, dann wissen wir es auch. Aber hier ganz cool. Auch wieder die Tropfen gemacht oder die Flüssigkeit. Ich meine, man kann mit dem Tropfen-Tutorial auch nicht nur Tropfen machen, sondern auch ganze Flüssigkeiten darstellen. Wurde hier jetzt zum Beispiel wunderbar umgesetzt. Kann ich auch nur sagen. Und Hintergrund auch ein bisschen versucht, diese Steinige reinzubringen. Finde ich, sieht man direkt, hat gleich so ein bisschen Look von Granit oder so. Und finde ich immer ganz geil, wenn dann so ein Objekt dann so eine ganz andere Oberfläche hat fürs Auge. Und ich finde auch hier wieder echt gut umgesetzt. Da wüsste ich auch gar nicht, was ich groß bemängeln sollte oder so. Oder was heißt bemängeln? Also ihr wisst schon, was ich meine. Wir sprechen hier auf einem hohen Niveau, ja. Also ja, ich berücksichtige natürlich schon, wie weit seid ihr, was schickt ihr so ein, und es ist ja nur konstruktive Kritik, also nehmt mir das bloß nicht böse, ja. Und wie gesagt, also hier auch Licht und Schatten passen wunderbar. Auf Schwarz natürlich immer ein bisschen blöd bei den Tropfen mit diesem Gegenschlagschatten. Da kann man natürlich ein bisschen schwieriger arbeiten, ist jetzt hier aber, denke ich, kein Problem. Man sieht das Ergebnis und kann man stolz drauf sein. Ich finde es immer klasse. Schnitte oder so, mal schauen. Und zwar haben wir jetzt hier diesen Freihand-Yoga, wie ich schon mal eingangs bei dem Aufruf schon mal gesagt habe. Und das finde ich ziemlich cool, weil Freihand-Sachen sind natürlich mein Favorite, sage ich mal. Das war immer mein Ziel, da schnell hinzukommen, weil mir das am meisten gefällt. Da kann ich gefühlt am freiesten arbeiten. Und ist aber auch das Schwierigste, kann ich gleich vorweg sagen, für alle da draußen. Und da hat der gute Alex das Ganze versucht, einfach Freihand zu machen. Und Respekt dafür. Einfach mal machen. Und ich finde das Endergebnis richtig gut. Also man sieht klar, dass es Freihand ist, weil da fehlt immer noch so eine gewisse Schärfe. Das ist eigentlich das mit einer der Hauptprobleme beim Freihand schaffen, dass es meistens etwas verwaschener aussieht. Aber ich finde, trotz alledem ist schon sehr gut geworden. Und ja, das ist einfach nur Übungssache. Wirklich nur Übungssache. Klar, ein bisschen das Feuer hinten, das wirkt ein bisschen arg wild. Aber auch da, Feuer und Rauch und Qualm ist auch wieder eine Sache, die ist sehr schwierig. Und ich finde, trotz alledem ist es da sehr gut umgesetzt. Und der gefällt mir auch richtig gut, wenn ich ehrlich bin. Weil ich da weiß, da steckt viel Arbeit und viel Flucherei wahrscheinlich drin, wenn es dann doch nicht so passt. Also wie gesagt, der gefällt mir auch richtig gut. Und schauen wir uns den nächsten an. So, da haben wir das nächste Bild. Und zwar einen Drachen mit grün-gelben Feuer. Und ich finde hier jetzt schon bei, zum Beispiel zum Vergleich zu dem Yoda ist hier das Grün schon mal, oder beziehungsweise das Feuer schon deutlich besser geworden. Also da sieht man schon auch wieder eine Steigerung oder eine andere Technik, die er verwendet hat. Das sieht auch schon richtig schön aus. Und ich finde Feuer richtig schwierig zu machen, vor allem für Beginner oder Leute, die da mittendrin sind, ist immer noch schwierig, und dafür finde ich, sieht es richtig gut aus. Also mir gefällt es da deutlich besser. Und dann noch der Drachenkopf, auch wirklich nicht schlecht gemacht. Da wurde wahrscheinlich auch ein bisschen mit Schablonen, selbst gebastelten oder so gearbeitet. So sieht es halt ein bisschen an ein paar Stellen aus. Aber ich finde am Anfang, ey, macht euch da keinen Kopf. Meine Bilder, kann ich euch mal sagen, die haben am Anfang definitiv nicht so ausgesehen wie die ihr eingeschickt habt. Also ganz ehrlich, und klar, ein gewisses Feeling und ein gewisses künstlerisches Talent habe ich, aber nichtsdestotrotz ist das alles auch nur Übungssache. Und deswegen, hey, finde ich tipptopp, da hat man mit verschiedenen Techniken gearbeitet. Auch gerade an dem rechten Auge, da sieht man dann so ein Gitternetz. Da wurde wahrscheinlich mit einem Gitter oder mit einer Tuch irgendwas gearbeitet. Da kann man auch durchbrushen, kann man solche Reptilienstrukturen zum Beispiel erzeugen. Da müsst ihr einfach kreativ sein, und dann finde ich, das kann sich wirklich sehen lassen. Also so, dann kommen wir zu dem nächsten, und zwar haben wir hier die zwei Wölfe.
quasi ein schönes Panorama mit Sternen und einem Mond und der schwarzen Silhouette und dem Schriftzug Du und ich. Finde ich eigentlich auch eine sehr coole Idee. Also der Alex, der scheint ja auch sehr kreativ zu sein, was seine Motive angeht. Finde ich aber nicht schlecht, auch gerade das mit den Wolken. Die Wolken gefallen mir hier eigentlich mit am besten. Die sehen eigentlich ganz cool aus mit den Bergen. Ja, die Wolfsköpfe, da stimmen die Proportionen nicht ganz, finde ich, gerade beim rechten stimmen die da nicht so 100% oder es wirkt fürs Auge nicht ganz so stimmig. Das bringt, ja, aber wie gesagt, da stimmen die Proportionen nicht ganz, ist aber gar nicht so tragisch, war bei mir am Anfang auch so. Ich habe da verschiedene andere Techniken jetzt zum Vorskizzieren genommen, damit mir das nicht mehr so passiert oder viel Übungssache. Was mir aber auch noch gut gefällt, sind die Sterne und der Mond und der Himmel. Also das ist generell nicht schlecht geworden. Wie gesagt, die Köpfe, die sind da so ein bisschen, schweben so ein bisschen in der Luft, fügen sich da nicht ganz so stimmig ein. Und dann stimmen die Proportionen nicht ganz so optimal. Macht immer ein bisschen schwierig dann, wenn das Auge da drauf trifft. Da könnte man natürlich noch einiges verbessern und so, aber ich finde es von der Grundidee trotzdem top. Also Sodale. Und hier haben wir jetzt schöne Blitze und einen Oktopus oder Tintenfisch und eine Gun in der Mitte, wenn ich das so richtig sehe, mit den Flügeln. Also auch ein wirklich cooles Ding. Was ich hier ganz cool finde, sind natürlich die Blitze. Da denke ich direkt an mein Tutorial. Also wenn man das so umsetzt, dann geht mir das Herz auf. Dann finde ich es natürlich mega cool, weil da sehe ich einfach, dass solche Sachen funktionieren und dass man die gut umsetzen, dass ihr die gut umsetzen könnt. Und hey, richtig, richtig klasse. Also absolut super. Das finde ich immer ganz spannend bei sowas, weil da sehe ich natürlich auch, da wurden wie zum Beispiel die Wassertropfen umgesetzt vom Alex oder jetzt hier die Blitze mit eingearbeitet. Das, was ich euch natürlich anbiete zum Nachmachen und ich finde es cool, das freut mich voll. Macht weiter so, macht daraus Bilder. Ihr könnt eben mit solchen Tutorials ganze Bilder malen und ich glaube, da gibt es kein besseres Beispiel wie das hier jetzt. Und finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Eben gerade der Oktopus eben mit den Blasen noch dazu. Also ein cooles Ding und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Klasse. So, und jetzt kommen wir hier beim Alex tatsächlich schon zum letzten Bild von seinen Arbeiten. Ich meine, der hat mir richtig viel geschickt, was ich richtig cool finde. Also hey, vielen Dank dafür. Und da schlage ich schon wieder ans Mic, weil ich so hardcore gestikuliere hier. Nein, aber er hat mir richtig viele Sachen geschickt und ich finde es richtig cool. Also vielen Dank dafür. Und das Bild finde ich richtig spannend. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, hey, cool. Das ist ähnlich wie Flammen, bloß dass er da quasi die Abmaskierschablone benutzt hat und dann immer nach innen reingearbeitet hat. Und so ergibt sich diese, ja, fast schon organische, flüssige Form und die hat mich richtig von den Socken gehauen, wo ich es gesehen habe. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also das werde ich definitiv irgendwann mal klauen für irgendein anderes Bild bei mir. Vielleicht mal als Hintergrund oder so. Keine Ahnung, aber ich finde es richtig, richtig gut. Also hat mir richtig Spaß gemacht, mir das anzuschauen und ja, super gemacht. Also wirklich super schön eingefärbt, wieder auch beim Feuer eben mit verschiedenen Schichten gearbeitet, wahrscheinlich, damit man die verschiedenen Helligkeiten hinkriegt, wie man da sieht. Und so ergibt sich dann eben ein ganz cooles Bild und ich finde es richtig klasse. Ich finde, es wirkt relativ, weil es ist zwar einfarbig, aber es hat eine richtig schöne Dynamik. Also mir gefällt es richtig cool. Das hat einfach irgendwas. Vielleicht spricht es nur auf mich an, aber ich finde, es hat irgendwas. Es ist recht cool. Aber auch hier sieht man wieder eine Technik genommen und ein ganzes Bild draus gemacht, sogar seinen eigenen Style, seinen eigenen Flair mit reingebracht und richtig cool. Also da einmal ein Applaus für den Alex aka Inkmaster. Vielen Dank dafür. Das waren deine Bilder und die fand ich schon als Auftakt schon richtig klasse. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu dem nächsten Bewerber, beziehungsweise derjenige, der das eingeschickt hat. Und dann schauen wir uns mal
weitere Bilder an. Wir haben noch einiges vor uns. So, liebe Leute, da kommen wir zum nächsten Teilnehmer dieser supergeilen Community-Geschichte hier. Und zwar zum lieben Sven. Sven ist Anfänger und er hat mir die Bilder trotzdem geschickt. Dafür schon mal ein Respekt und Applaus von mir, weil sowas ist gar nicht einfach. Vor allem, wenn man Anfänger ist, da schämt man sich in der Regel ja oft dafür, dass man es nicht kann oder nicht so geil aussieht. Und da sind wir mal ganz ehrlich, wir sind alle irgendwo Anfänger gewesen, sei es im Beruf oder sonst wo. Und da muss man einfach mit Übung und mit Leidenschaft etc. einfach an dem Ganzen weiterarbeiten und dann wird das auch besser. Aber trotzdem Respekt dafür, der junge Mann hat richtig Eier bewiesen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal seine Bilder an. Und da haben wir schon das erste, machen wir wieder Magic. Und zwar haben wir jetzt hier auch einen Skull mit wahrscheinlich Tentakeln oder Zungen, ich weiß es nicht genau. Lieber Sven, schreib es unter die Kommentare, dann wird mich wirklich interessieren, was das genau sein soll. Ich finde aber, es sieht eher aus wie Tentakeln. Und ich finde auch hier hat man mit einer Schablone gearbeitet, wahrscheinlich selbst ausgeschnitten. Und ich finde es immer ganz cool, wenn man sich schon die Mühe macht, sowas auszuschneiden und zu machen. Weil das ist auch schon gar nicht leicht, sich da so ein Dings auszusuchen, so einen eigenen Style, eigenes Bild. Und hier sieht man hat sich nicht irgendwie nach einem 0815 Dingens orientiert, sondern der junge Mann hat sich hier wirklich ein gescheites Motiv selber rausgepickt und gemacht. Und ich finde, da klar, sieht man, dass natürlich das Feinhandling noch ein bisschen fehlt. Aber da einfach am Ball bleiben und weitermachen. Aber ich finde die Idee geil, das Konzept gut und einfach weitermachen. Übung macht den Meister wirklich. Sven, lass dich bei sowas nicht entmutigen, wenn es nachher nicht so gut klappt mit der Gun oder so. Ich finde, du hast da schon ein super Bild abgeliefert und du hast es gezeigt und ich finde es klasse. Und ja, da einfach weitermachen, finde ich klasse. Deswegen schauen wir uns mal deine nächsten 2 Arbeiten noch an, die du mir geschickt hast. Dann haben wir noch einmal das Universum. Hier hast du mir auch geschrieben, du hast ein bisschen noch andere Techniken auch mit der Spraydose eingearbeitet. Kennt man sich, habe ich auch schon voll oft gesehen, wie man das draufspült und damit Zeitungspapier abzieht etc. um verschiedene Effekte zu erzielen. Kann man auch machen, habe ich auch schon viel gesehen, dass Leute sowas mit kombinieren und warum nicht? Kombiniert die Medien, ihr müsst euch nicht nur auf eins beschränken. Da könnt ihr gerne machen, wie ihr das wollt. Und ich finde auch hier einfach ganz cool umgesetzt. Mit einfachen Mitteln kann man eigentlich schon ein ganz cooles Bild kreieren. Und ich finde auch hier das eigentlich wirklich wieder sehr gelungen. Schlagschatten, geile Sterne, geiles, hinten schön viel Dynamik drin. Und ja, einfach tipptopp. Ich glaube, ich könnte es jetzt mit Spraydosen auch nicht besser. Von Anfang an weg. Also ich finde, es hast du auch wirklich wieder gut gemacht. Und einfach nur weiter üben, kann ich sagen. An die Anfänger da draußen üben. Und hey, das ist ein super Bild. Und dann kommen wir natürlich noch zu Sven, seinem letzten Bild, was er mir geschickt hat. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, das kenne ich doch. Das sind meine Regenbogenlippen, die habe ich schon mal gemacht. Das ist eigentlich das erfolgreichste Video in meiner ganzen Timeline. Das hat, glaube ich, um die 23.000 Aufrufe oder so, wenn ich jetzt euch nicht da direkt anlüge. Nein, also 23 oder 25, irgendwie sowas um den Dreh rum. Das war mit einer der ersten Videos, die ich überhaupt gemacht habe. Und das war bei mir noch auf einer Alu-Dibond-Platte mit lackiertem Silber. Und auf dem Silber habe ich mit Candies gearbeitet. Eigentlich voll das geile Bild. Ist mittlerweile schon gar nicht mehr in meinem Besitz, wurde schon verkauft. Aber ja, das Ding hat mich direkt angesprochen, wo ich gesagt habe, ja, das hast du auch wirklich von allen Arbeiten, ist das wirklich auch, finde ich, technisch auch das Beste und das ist eigentlich wirklich gut gelungen. Also ich finde es cool, die Farben hast du cool umgesetzt. Hier finde ich auch nicht schlecht, dass es nicht verwaschen aussieht. Also hier finde ich, sind die Sachen, die eine gewisse Schärfe, ein gewisses Klarheit haben sollen, sind klar und der Rest ist eben schön ausgenebelt. Klar, und ein bisschen noch der Schatten vielleicht, der ist ein bisschen stark geraten, aber der Rest finde ich tipptopp von dem Ganzen. Hat mir richtig gut gefallen, also
Respekt dafür, dass du dich dieser Challenge angenommen hast, mal sowas nachzumalen. Finde ich auch immer spannend. Die Leute nicht Tutorial-Bilder nachmalen. Gibt es ja auch genug. Und ja, auch wirklich, wirklich gut gemacht. Also, lieber Sven, einfach immer weitermachen. Einfach Übung macht den Meister. Er hat aber auch selber gesagt, muss ich jetzt im Vorfeld nochmal erwähnen. Ja, im Vorfeld, wir sind ja fast fertig. Aber ich bin heute schon wieder so verplant. Er hat ja eben gesagt, er macht es mehr hobbymäßig, also er ist da nicht so aktiv dran. Was ich eigentlich schade finde, weil ich sehe und ich denke eigentlich, dass du da viel Potenzial hast, viel mehr rauszuholen und viel, viel besser zu werden, wenn man natürlich am Ball bleibt. Und klar, das ist manchmal nicht immer so einfach. Ich habe sogar auch mal ganz am Anfang selber schon angefangen und dann ja komplett aufgehört, weil ich gedacht habe, was ist das denn für ein Scheiß? Funktioniert ja gar nichts. Und erst danach habe ich dann wieder angefangen und dann hat es auch erst funktioniert. Mit auch einem Airbrush-Kurs etc. Also, wie gesagt, da hat es bei mir auch einen zweiten Anlauf gebraucht. Vielleicht brauchst du auch noch einen zweiten Anlauf, aber ich würde dich da gerne ermutigen, einfach weiterzumachen. Also ich denke, du hast sehr viel Potenzial, mit dem Medium noch deutlich besser zu werden und auch richtig abliefern zu können irgendwann. Und einfach machen, wirklich. Auch von dir, lieber Sven, ein Applaus und vielen Dank, dass du das geschickt hast. Fand ich richtig klasse. Einfach machen und in diesem Sinne schauen wir uns mal den nächsten Bewerber an. Und da gibt es jetzt wieder mal einen schönen Schnitt. Dodele, da kommen wir schon zum nächsten und das ist der liebe Hardy. Der hat mir seine Bilder geschickt und da hauen wir die gleich mal hier rein. Und ich finde, die haben einen sehr coolen Stil. Die gefallen mir richtig, nicht nur weil sie Marvel sind. Aber dafür gibt es natürlich, hey, dafür gibt es Pluspunkte. Na, Spaß beiseite. Da haben wir den geilen Spider-Man und der liebe Hardy, der macht sich seine Schablonen selber. Der zeichnet sich die Sachen beim Tablet vor und dann druckt er die aus und nimmt da quasi eine eigene Schablone, so eine Step-by-Step-Schablone. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Das hat halt seinen ganz eigenen Style, weil es eben Schablonen sind, aber ich finde, das sieht richtig cool aus. Also die habe ich gesehen, habe mir gedacht, geil. Ich kenne solche Sachen auch, aber ich habe sie jetzt noch nie von einem so direkt selber gesehen und wahrgenommen. Und ich finde es richtig, richtig cool. Richtig gelungen. Also da sieht man mal, wie weit gefächert so ein Medium ist. Also man kann dieses Airbrushen für so viele Dinge benutzen. Hier werden halt Schablonen, nur Schablonen benutzt und dann halt ein bisschen Freihand. Man sieht schon Freihand so ein bisschen am Kopf am Ende und an den Beinen und so weiter, um da so einen gewissen, noch so ein bisschen Leuchten rauszuziehen. Aber ich finde hier einfach sehr cool gemacht und sehr cool gelungen und der Style gefällt mir auch wirklich gut, Hardy. Also ganz ehrlich, tippitoppi gemacht und ja, mit Marvel, da bin ich ja eh immer gleich dabei. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das zweite Bild davon an. Und hier wird es natürlich schon interessant. Hier haben wir natürlich den geilen Venom und zwar eben mit dieser Schablonentechnik. Und ich finde ganz ehrlich, der braucht sich keineswegs von meinem auf dem Auto zu verstecken. Ich finde den richtig geil, der hat richtig viel Style und da steckt, glaube ich, auch richtig viel Arbeit drin, die Sachen selber zu kreieren, auszuschneiden, zu machen. Ich glaube, das ist richtig, richtig viel Arbeit und Hut ab, das finde ich richtig klasse, dass du da trotzdem so Gas gibst und ich finde auch hier wieder ein richtig, richtig geiles Bild, was man noch ein bisschen hätte hier noch ein bisschen schöner machen können. Ist nur noch dieser Leuchteffekt außenrum, der wirkt nicht ganz so schön stimmig. Da sind oben ein bisschen zu viel Farbe und ein bisschen zu wenig. Also da war die Farbe vielleicht ein bisschen zu dick oder so. Das hätte ich jetzt noch schöner gefunden, wäre das jetzt noch mal ein bisschen gleichmäßiger drumherum, dann hätte es das noch mal ein bisschen mehr abgehoben. Aber, wie gesagt, ich finde das als kleine Kritik. Ansonsten finde ich es richtig, richtig Bombe. Also der gefällt mir richtig gut. Also alles richtig gemacht und es hat auch wieder, also ich finde eben, deine Arbeiten haben so einen ganz speziellen Style und der gefällt mir einfach richtig gut. Einfach so weitermachen. Und dann kommen wir hier noch zum Captain America. Auch hier wieder sehr geil gemacht. So, Hosenladen offen.
Ach die Scheiße. Also hier kommen wir zum Captain America und auch hier wieder die Technik benutzt. Auch hier einfach richtig, richtig klasse. Mir gefällt hier auch wirklich, was ich ganz cool finde, das Schild. Das hat hier irgendwie, ich finde, man erkennt gleich, dass es eine metallische Oberfläche ist. Also den Effekt hast du hier sehr gut kreiert. Der ist wirklich gut geworden. Und auch der Rest passt wirklich gut. Also ich mag ihn sehr auch. Ich hätte vielleicht hier mal noch ein bisschen was mit einem Hintergrund verändert oder anders gemacht. Ich weiß nicht genau, auf was du drauf arbeitest. Würde mich auch mal interessieren, auf was du die ganzen Sachen hier drauf gemacht hast. Auf eine Leinwand ist es nicht, dafür ist es zu glatt. Ob es irgendwie Airbrush-Papier oder Chromolux-Papier oder was da alles gibt. Das kannst du mal gerne in die Kommentare schreiben. Die Zuschauer interessiert es wahrscheinlich auch. Und ja, aber hey, ich finde es cool. Ich finde einfach, also ich rechne dir diese Arbeit hoch an, weil ich weiß, das ist einfach viel Arbeit, die Sachen rauszuschneiden und zu machen und zu gucken, wie setze ich welche Farbe wo ein. Ich glaube, so ein Verständnis haben zu müssen, ist jetzt auch nicht gerade ohne. Und geil. Einfach nur geil. Ich feiere es voll. Kommen wir mal zum nächsten davon. So, und das habe ich gesehen und das habe ich direkt richtig gefeiert, Hardy. Ich fand es richtig geil. Der Skeletor und He-Man, also richtig cool gemacht. Also ich bin ja auch ein Kind der 80er, 90er und da gibt es, also wenn ich sowas sehe, da geht gleich mein Herz auf zu dem ganzen Marvel-Gedöns. Also wirklich, mit sowas hat man mich direkt. Die ganzen alten geilen Zeichentrickserien von damals, die sind einfach, ja, die sind einfach Kult und heutzutage den ganzen Käse, den kann man sich ja kaum noch angucken, ja. Das gute alte Zeug, da gab es noch fette Disketten mit dem Virus drauf und bam und boom und da gab es noch so richtig viel Kladderadatsch. Aber ich finde es bombig, also das Motiv ist sehr cool, aber hier steckt auch wieder, glaube ich, richtig, richtig viel Arbeit drin. Und auch gerade der Skeletor, der gefällt mir einfach richtig gut. Also ich finde den Venom nicht schlecht, der ist wahrscheinlich auch handwerklich wahrscheinlich ticken besser wie der jetzt, aber ich finde so von den ganzen Sachen gefällt der mir fast noch am besten. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber ich finde einfach das Motiv so cool und die Arme und so, das sind richtig cool ausgearbeitet worden. Auch so die ganzen Adern und so, die sind richtig cool geworden. Also das Bild gefällt mir richtig gut. Da habe ich richtig, richtig Freude gehabt, als ich das gesehen habe. Ich dachte, Alter, geil. Geile Idee, geil umgesetzt. Ja, 10 von 10. Na. Und wie gesagt, einfach alles richtig gemacht und braucht sich von nichts verstecken und finde ich richtig, richtig geil. Dann kommen wir mal zum nächsten. Sodale, und da sind wir beim letzten Bild vom Hardy und er hat gesagt, er hat sich von meinem Auto inspirieren lassen. Und ich finde, das sieht man direkt, man weiß direkt, um was es geht. Und ich finde es richtig cool, also ich finde es einfach nice. Captain America vorne drauf, auf dem Schutzfänger vorne noch das Schild drauf. Unten rechts noch diese Struktur mit eingearbeitet, finde ich richtig, richtig, richtig cool. Mit dem Stern und hinten den Sternen und sogar die Flügel. Also du hast wirklich an viele Details gedacht und sie ist sinnvoll umgesetzt. Und das finde ich, sieht man bei dem Roller gerade richtig, richtig gut. Also ich würde damit rumheizen, keine Frage. Ich finde es einfach geil und auch danke, dass du das teilst, wirklich. Deine ganzen Bilder. Ich meine, generell, dass ihr alle hier die Sachen zeigt. Also ich finde das richtig cool. Ihr seid eine coole Community und ich bin euch sehr dankbar dafür und freue mich einfach, dass ich es euch hier so zeigen kann. Und auch das Ding ist einfach klasse geworden. Ich glaube, das war auch richtig viel Arbeit. Und meinen Respekt hast du und vielen Dank für deine Bilder. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Bewerber. Sodale, und dann kommen wir schon zum nächsten Teilnehmer dieser super geilen Folge von Dave's Art of Air hier. Und zwar zur lieben Biene kommen wir jetzt. Die hat mir auch ihre Bilder eingeschickt. Die hat eben auch gesagt, sie hat eine lange Zeit damit aufgehört und dank Corona und Dave's Art of Air hat sie wieder Spaß am Hobby gefunden und das hat mich richtig gefreut. Also vielen Dank für den eingangs erwähnten Text.
Das finde ich richtig klasse von dir, hat mich auch wieder richtig gepusht und richtig viel Spaß gemacht, da auch mal wieder ein bisschen mehr Gas zu geben. Und klar, es bietet sich in so einer Zeit an. Man ist die ganze Zeit relativ viel daheim und dann kann man wenigstens nochmal schön sein Hobby auspacken und da ein bisschen was machen. Und dann kommen wir da gleich mal zu den Bildern und ihr werdet sehen, ihr kennt die schon auf eine gewisse Art und Weise. Und zwar sind es die 2 Tutorial-Bilder, die ich gemacht habe. Einmal das aufgerissene und einmal die Einschusslöcher. Und ich finde sie richtig gut. Also richtig gut umgesetzt. Hier passt einfach relativ viel und ich finde auch die Einschusslöcher, die sind richtig gut geworden. Die wirken sehr plastisch und dreidimensional. Und was ich auch hier ganz gut finde und was ich auch im Tutorial gesagt habe, wenn ihr manche Sachen nicht genau gut hinkriegt oder sie zu verwaschen aussehen oder mit der Airbrush-Pistole nicht so nah euch traut, dann in den Untergrund zu gehen oder, dann nehmt einen Pinsel. Murks da nicht rum, nehmt einen Pinsel. Ihr sollt zwar schon üben, aber wenn es einfach noch nicht so ganz passt und so, dann versaut euch die Bilder nicht, dann nehmt einfach einen Pinsel, mixt es ein bisschen und ihr werdet dann durch die Häufigkeit dann besser und nicht dadurch, dass er es dann erzwingt. Und hier hat die liebe Biene einfach zum Pinsel gegriffen für die ganzen Highlight-Sachen bei dem aufgerissenen Innen, bei den Einschusslöchern, bei den Rundungen etc. Und es sieht verdammt gut aus. Und das meine ich perfekt umgesetzt, das Tutorial perfekt umgesetzt. Also ich habe es gesehen, habe mir gedacht, wow, sehr cool gemacht. Also freut mich, dass die Tutorials dann wiederum so gut funktionieren und bei den Leuten so gut ankommen. Also Respekt. Ich klatsche mal leiser, sonst geht das Mikrofon hier bei euch, die Boxen noch durch die Decke. Und ja, super gemacht. Mehr will ich dazu schon gar nicht sagen. Auch hier das Tutorial. Die Wassertropfen. Auch sehr schön nachgemacht. Hier finde ich auch die Licht und Schatten ganz gut gemacht. Was ich natürlich auch im Tutorial gesagt habe damals, ich habe die relativ viel auf der schwarzen Leinwand gemacht. Ich gucke jetzt gerade hoch, weil es bei mir da oben hängt. Und das bietet sich nicht so für die Techniken unbedingt an mit dem Schwarz, aber ich hatte die Leinwand halt schon so parat. Und das ist ein bisschen schade auch, weil das natürlich bei so einem dunklen Untergrund nicht so schön zur Geltung kommt. Da dürft ihr gerne da draußen auch andere Farben nehmen. Nehmt ruhig einen sandigen Hintergrund oder so, macht dieselbe Technik mit dem Steinhintergrund und nehmt dafür einfach Braun- und Gelbtöne, dann habt ihr gleich einen Sandhintergrund. Der kommt die Technik noch ein bisschen besser zur Geltung, weil da die Schlagschatten von den Tropfen besser sichtbar werden und es dann einen dreidimensionaleren Effekt gibt. Wie bei meinem Blatt-Tutorial, was ich erst vor kurzem rausgehauen habe. Da seht ihr das ganz schön, wie das dann aussieht. Und genau, also nicht schlecht. Und hier natürlich, was man hier kritisieren könnte, wäre natürlich noch ein bisschen der Hintergrund. Der wirkt nicht so schön ausgearbeitet. Der wirkt so ein bisschen, ja, ein bisschen leer. Da könnte einfach noch ein bisschen mehr Details rein, vielleicht mehr komplette Sprenkler oder ein bisschen mehr, was sie da mit dem Pinsel gemacht hat, ein bisschen die Struktur reinbringen, damit es vielleicht ein bisschen, also nicht überladen, sondern einfach ein bisschen einheitlich mehr, damit es ein bisschen ruhigeren Hintergrund gibt. Und, oder halt sich auf eine Technik beschränken, mit dem Sprenkeln zum Beispiel, damit das ein bisschen ruhiger wird, damit die Tropfen ein bisschen besser zur Geltung kommen. So gehen sie ein kleines bisschen unter, aber ist gar nicht schlimm. Sehr gut gemacht. Und dann kommen wir hier zu einem Bild, was mir auch sehr gut gefällt. Die liebe Biene nämlich, ja, boah. Ich bin heute wieder verplant und verballert, also jetzt weiß ich, wie kann ich aufs Wort Seifenblasen gekommen, also wirklich. Oh Mann, Alzheimer lässt grüßen, wirklich. Ja, hier haben wir die schönen Seifenblasen und die sehen auch richtig cool aus. Also ich finde, das hast du super umgesetzt, Biene. Die Farben sind cool. Das ist schön, also schön gleichmäßig gemacht, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ein paar sind ein bisschen nach hinten genommen, ein paar ein bisschen kräftiger. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr mit den Spiegelungen drinnen gearbeitet, mit einem bisschen kräftigeren Weiß oder mit einem Stift sogar, um da nochmal richtige Spiegeleffekte noch mehr reinzubringen. Aber ich finde auch sehr, sehr gelungen und braucht sich auch gar nicht verstecken. Und ich finde, das sieht auch richtig cool aus.
Also Seifenblasen auch wirklich super gut geworden. Vielleicht baller ich da vielleicht auch mal ein Tutorial für sowas mal raus. Ihr bietet mir natürlich auch viel Stoff, was ich mir denke, ja, das könnte ich vielleicht mal als kleineres Tutorial für euch alle raushauen. Und warum nicht, oder? Schreibt es mir rein. Aber ich finde es richtig, richtig cool. Aber auch, was mich auch bei dir interessieren würde, auf was für Hintergründen du arbeitest. Sehe ich natürlich schlecht, aber es sieht eher aus wie Karton oder so. Leinwand, glaube ich, ist es nicht. Dafür ist die Oberfläche, glaube ich, da ist die Oberfläche zu glatt. Aber ich finde immer, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt bei den Bildern, weil Hintergründe und Untergründe sind sie stark saugend oder weniger, nehmen oder ziehen mehr Farbe und dann wirken die Bilder natürlich manchmal auch vom Haus aus schon nicht so kontrastreich etc. Deswegen interessiert mich immer diese Frage sehr. Aber ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum nächsten Bild. Da musste ich auch lachen. Ähnlich wie beim He-Man. Absoluter Fan von Dragon Ball und auch gleich mal ins Schwarze getroffen. Finde ich sehr, sehr cool, das Motiv und wie du das generell umgesetzt hast. Wirklich hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und wieder so ein leichtes Schmunzeln ins Gesicht gezaubert. Der liebe Son Goku. Ach, das waren noch Zeiten, da erinnere ich mich gerne zurück, wie ich mir das Ganze immer reingezogen habe und dann neue Folgen immer bei RTL 2, glaube ich, was damals noch rausgekommen sind mit Son Goku etc. Richtig, richtig cool. Mit dem Herr der Schildkröten und Muten Roshi und den ganzen Käse und alles. Ach, da könnte ich jetzt völlig abnörden. Also, finde ich sehr, sehr geil. Wenn ihr es vor allem noch nicht gewusst habt, ich bin ein totaler Nerd auf einer gewissen Art und Weise. Weil ich war früher nur am Zocken und nur an solchen Sachen sich reinballern. Ich habe relativ wenig anderes gemacht. Meine ganze frühere Kindheit besteht eigentlich nur aus Zocken. Wenn es den einen oder anderen mal interessiert. Ja, da waren noch LAN-Partys noch angesagt. Ja, das waren noch geile Sachen. Hat man seinen Klotz von Monitor irgendwo hingeschleppt, seinen Rechner hingeschleppt. Und dann gab es von 10, 15 Leuten, was wir damals immer waren, da gab es dann immer die diversen Probleme. Einer kam nicht ins Netzwerk, irgendeiner hat immer Windows neu installiert. Warum auch nicht? Das waren noch Zeiten. Und wenn ich sowas sehe, da erinnere ich mich gerne an solche Zeiten zurück. Also richtig, richtig cool. Finde ich auch wirklich wieder schön umgesetzt. Und sieht man auch wahrscheinlich wieder selbstgemachte Schablonen und so weiter. Gerade bei dem Son Goku, weil der so knackscharf ist. Finde ich aber klasse. Ihr kommt auf super Ideen. Ohne Scheiß. So, da haben wir dann noch 2 Kirschen und die sehen auch nicht schlecht aus. Die finde ich eigentlich auch ganz cool geworden. Vor allem mit diesem leichten Schlagschatten außen in der Kirschfarbe. Wahrscheinlich, wenn es dann da reflektiert. Je nachdem, auf dem Referenzbild gibt es manchmal nicht nur immer einen schwarzen Untergrund, sondern halt auch einen farbigen. Und auch hier wurde wieder viel mit mit Abmaskieren gearbeitet, glaube ich, oder einer Schablone, weil es auch sehr scharfkantig ist. Und da finde ich das auch alles schön umgesetzt. Hier ein bisschen wirkt, finde ich, die Kirsche ein bisschen innen drin verwaschen. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen näher am Untergrund gearbeitet, um die verschiedenen Teilbereiche ein bisschen mehr abzugrenzen, damit es einfach ein bisschen wie soll ich sagen hier, realistischeren Look kriegt. Ja, Alzheimer schlägt wieder zu. Und deswegen hätte ich da vielleicht noch ein bisschen detaillierter gearbeitet und im Stil auch ein bisschen noch mehr mit den Schatten, ein bisschen mehr mit Schwarz, damit es ein bisschen noch glaubhafter aussieht. Da wirken die Stile jetzt ein bisschen zweidimensional, weil da irgendwie so ein bisschen ein bisschen die Rundung fehlt. Aber ansonsten auch nicht schlecht. Also wirklich, ich finde toll, was ihr macht. Und dann würde ich sagen, ab zum nächsten Bild. Hier haben wir den schönen Reaper und da muss ich sagen, den kenne ich sogar schon. Der ist, ich glaube, eins der ersten YouTube-Videos, die ich zum Thema Airbrushen mal bei YouTube damals, wo ich unterwegs war, gesehen habe. Und zwar dieser Reaper, der sieht schon dem, glaube ich, sehr verdächtig. Es wird der wahrscheinlich auch sein. Liebe Biene, du kannst mir da gerne sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber der hat, glaube ich, am Ende noch blaue Flames oder so. Den habe ich witzigerweise auch mal früher probiert. Und der sah
voll beschissen aus. Nicht so. Also der sah bei mir richtig beschissen aus, dass ich den am Ende weggeschmissen habe, weil konnte ich wirklich gar nichts. Das hat mich total deprimiert, weil ich gedacht habe, der macht das bei YouTube so easy peasy. Das kriege ich ja auch easy peasy hin. Und nach 3 verstopften Düsen und einfach nur Gerutze habe ich es nachher wirklich fast weggeschmissen. Also, aber hier auch Freihand, auch wirklich, das sieht man, da wurde viel Freihand gearbeitet. Da sieht man noch hier und da so ein bisschen die Probleme mit dem zu nah dran kommt, so viel Material, Gänsefüßle, wenn man die dann kriegt zum Beispiel. Das sehe ich an 1, 2 Stellen oder wenn die gar nicht richtig gearbeitet hat, aber ich finde es trotz alledem schon richtig gut. Also da hast du schon viel gemacht und viel Zeit und Arbeit rein investiert und ich finde, das sieht man auch. Also wie gesagt, immer am Ball bleiben. Ich finde es nicht schlecht. Meiner war deutlich schlechter. Wenn es dich tröstet. Meiner war richtig schlecht. Nein, Spaß beiseite. Also einfach weitermachen. Ich finde ihn schon fürs Freihand schon wieder sehr gut. Ähnlich wie bei dem Yoda, beim Alex. Einfach machen. Dann wird man besser. So, hier haben wir dann auch nochmal ein etwas düsteres Bild mit diesem Lichteinfall. Und ich glaube auch einem Reaper mit einer Axt. Ich sehe es gerade ein bisschen schlecht, der Kontrast, aber... Oder eine Sense. Natürlich eine Sense. Was rede ich da, Axt? Sense, Mann. Reaper hat immer eine Sense. Und ja, im Wald. Ich finde, hier ist es ein bisschen ungünstig, weil es generell sehr verwaschen aussieht. Hier fehlt so ein bisschen die Klarheit. Und der Reaper grenzt sich auch nicht so schön ab vom Rest. Also den hätte man vielleicht noch mit einem Weiß außenrum ein bisschen abheben können, dass der einfach ein bisschen sichtbarer wird. Hier geht er relativ stark in diesem Einheitsbrei, würde ich schon fast sagen, ein bisschen unter. Sei mir nicht böse, ja, wenn ich das jetzt so sage. Es ist nur lieb gemeint. Lieb gemeinte Kritik, ja. Küsse gehen raus an euch alle, ja. Und ja, aber hier geht so ein bisschen alles unter. Also hier fehlt so ein bisschen dieser Kontrast, so ein bisschen diese Klarheit irgendwo. Vielleicht liegt es auch am Abfotografieren. Ich kann es nicht ganz, natürlich spielt es auch noch mit einer Rolle und ob Firnis drauf ist oder nicht, dann kommen die Kontraste auch nochmal anders runter. Was mir aber gut gefällt, ist dieser helle Nebel am Boden. Ich glaube, es soll schon Nebel sein. Den finde ich nicht schlecht. Und die Bäume, die hinten verwaschen sind, die so einen unschärfen Effekt haben, die finde ich nicht schlecht. Aber alles, was weiter nach vorne herankommt, sollte schon viel klarer und deutlicher erkennbar sein. Hier finde ich es alles so ein bisschen ja, so Einheitsbrei. Da wirkt es ein bisschen schwierig, nicht so ganz stimmig. Also da hätte ich noch ein bisschen mehr mit Kontrasten gearbeitet, mehr mit Weiß vielleicht. Und ja, einfach dann die Sachen noch ein bisschen umrandet. Vielleicht wäre das dann noch ein bisschen besser rausgekommen. Aber trotzdem, tolle Idee. Weitermachen. Und dann kommen wir zum Baby Yoda, der Mandalorianer. Jetzt kriege ich hier schon wieder einen Zungenbrecher. Disney Plus läuft die ganze Serie, habe ich mir natürlich auch schon reingeballert, weil ich immer noch ein Scheiß-Nerd bin, ja. Und mir jeden Scheiß angucke, ja. Ich baller mir alles rein, so. Jetzt wisst ihr das auch. Und geile Serie, hat mir viel Spaß gemacht und der Baby Yoda natürlich richtig cool drauf. Und hier hat sie das eben schön umgesetzt. Coole Farben, nochmal wirklich ein cooler Hintergrund mit diesen Kreisen, das finde ich sehr cool. Hier hat mir die liebe Bini eben gesagt, was sie so selber dran stört, ist, dass es eben nicht so scharf wirkt. Und da habe ich dir gesagt, ja, ich gehe mal näher in diesem Video hier drauf ein. Und ich habe es jetzt wahrscheinlich auch schon vorher und in anderen Videos vielleicht öfter schon erzählt, aber um was schärfer sichtbar zu machen, dann muss man natürlich nah am Untergrund arbeiten, um das dann schön abzugrenzen und dann die Farbverläufe nach innen oder nach außen, je nachdem, was man dann bemalt, dann eben eine scharfe Kontur zu haben. So kriegt man natürlich fürs Auge dann auch eine gewisse Schärfe rein. Oder man setzt so eine Freihandschablone, Entschuldigung. Oder wir setzen so eine Freihandschablone ein, wo wir natürlich dann solche scharfen Kanten hier überall nutzen und die dann anlegen und von dem Punkt aus dann wegbrushen. Und ich muss aufpassen, da ist ja noch das Bild eingeblendet.
und dann von den Seiten aus wegbrushen, damit wir dann halt kurz an den Stellen, wo wir es haben wollen, eine richtig scharfe Kante kreieren oder wie bei ihm dann, bei dem Baby oder dann eben an den Augen. Dass wir dann eben die Augen dann entlang fahren oder kurz was dafür ausschneiden, wenn es euch nicht, eben nicht so gut funktioniert mit dem nah rangehen. Das sind eigentlich die einzigen Tipps, die ich dir geben kann, wirklich, dass man halt näher am Untergrund arbeiten muss, feiner arbeiten muss oder dann so eine Freihandschablone, die benutze ich übrigens mega viel, eben um auch richtig scharfe Sachen zu kreieren, einzusetzen. Und sonst im Zweifel, ja, jetzt kommt mir schon hier Mittagessen hoch, hei, hei, hei. Und im Zweifel einfach den Pinsel benutzen. Klar, manchmal will man es auch nicht, weil man es einheitlich machen will, aber ich finde auch hier wieder, man sieht wieder, da war viel Zeit und Arbeit drin. Hier ist viel gemacht worden und ich finde Respekt für so eine Freihandarbeit auch wieder richtig, richtig klasse. Also kannst du wirklich stolz drauf sein. So, und das war's schon mit der Biene. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem letzten Bewerber hier noch und dann schauen wir uns dem seine Bilder mal an. So, und dann kommen wir hier schon zum letzten Bewerber dieser wunderbaren Runde, der liebe Tongi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Du hast mir gesagt, wie ich es auszusprechen habe, aber ich gehe mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% davon aus, dass ich es falsch aussprechen werde. Aber Tongi, ich denke mal, das wird schon so passen. Verzeih, wenn nicht. Und zwar kommen wir zu deinem ersten Bild und das sind zwei sehr schöne Rosen. Ich finde, die sehen sehr gut aus. Die haben schöne Farbverläufe. Was ich hier schön finde, es wird schön mit Schwarz abgegrenzt, schön mit Schwarz gearbeitet und schön mit Weiß gehighlightet. Und ich finde, das macht es immer deutlich, das Bild immer deutlich besser und differenziert auch nochmal genauer. Und ich finde, es ist hier schon sehr, sehr gut gelungen. Ich glaube aber, das Bild ist auch auf einem Karton, wenn ich das richtig sehe. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Ein Karton, der saugt sehr stark, da gehen die Kontraste mega von den Farben oft verloren. Die kann man irgendwie meistens nicht mit Firnis behandeln, weil das Papier zu dünn ist. Und deswegen immer ein bisschen schade für das Bild, weil ich finde es richtig klasse. Also hier ist schon handwerklich und technisch auch wirklich sehr, sehr gelungen. Also mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ich finde es eigentlich richtig gelungen und gut umgesetzt. Schöne Farbverläufe, schöne Highlights, schöne Tiefen. Ab zum nächsten. Hier haben wir schöne Lippen und schöne Beißerchen. Schön hier Vampirzähne und auch hier finde ich, du hast die Farben schön. Also die Farben sehen richtig, richtig gut aus. Vor allem arbeitest du auch unten ein bisschen mit Violett, ein bisschen die verschiedenen Farbschichten. Also hier sind, glaube ich, schon verschiedene Farbschichten mit drin. Allein im oberen Bereich der Lippe sieht man das schön, dann mit Schlagschatten nach unten etc. Also handwerklich auch wieder richtig, richtig gut. Also du hast schon mal ein gutes Gespür für die Farben und für diese Schichtarbeiten beim Airbrushen, finde ich. Oder diese Farbverläufe, das hast du schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde auch dadurch wirkt das Bild jetzt schon richtig schön plastisch. Die Lippen wirken richtig schön rund, die wirken schön authentisch und echt. Und das gibt dem Bild gleich nochmal einen richtigen Boost. Und ich finde, das ist einfach auch wieder wunderbar umgesetzt. Und ja, ich habe da nichts groß zu kritisieren. Ich hätte vielleicht noch ein paar Highlight-Stellen rausgenommen, die wirklich mit richtig, nicht so einem krassen Weiß, aber vielleicht mit so einem etwas 70% Farbe und 30% Wasser. Nochmal ein paar Sachen richtig schön gehighlightet, damit die nochmal ein bisschen rausstechen. Aber ansonsten finde ich es auch einfach nur wieder gelungen. Also du hast es wirklich gut umgesetzt und befindest dich beim Airbrushen, finde ich, auch schon auf einem richtig guten Weg. Da geht, glaube ich, noch einiges bei dir und einfach weitermachen. Mega. Dann haben wir hier einmal das schöne Assassin's Creed Logo. Glaube ich mal, es ist. Habe ich tatsächlich nicht gespielt. War nie so meins, aber hey, die Geschmäcker sind verschieden. Ja, gut, den ersten Teil habe ich damals gezockt, noch mit meinem Neffen damals, der viel zu jung dafür war und die ganze Zeit zocken wollte, als ich Baby gesittet habe dort. Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall
Auch hier nicht schlecht umgesetzt. Hier finde ich es ein paar Stellen ein bisschen verwaschen. Ja, aber das ist generell eine Problematik, die ich ja schon jetzt hier öfters erwähnt habe, gerade bei den Anfängern. Und wenn man eben noch nicht so das Freihand hat, dann wirkt es oft schnell verwaschen. Aber wie gesagt, da einfach näher arbeiten oder mit der Freihandschablone dann wieder Farbe rausnehmen. Eben mit Schwarz hier zum Beispiel könnte man dann ein bisschen was arbeiten. Aber das bezieht sich hier tatsächlich nur ein bisschen auf den unteren Bereich. Da wirkt es ein bisschen verwaschener und ein bisschen verloren. Da finde ich da das Auge ein bisschen arg viel in Bewegung. Aber abgesehen davon finde ich die Silhouette oben recht cool gemacht und auch links und rechts sehr cool umgesetzt. Und auch da wieder viele Techniken benutzt und auch dann wieder mit Dots gearbeitet, mit Punkten, mit kleinen. Das sind alles Sachen, die finde ich immer richtig gut für euch und richtig spannend, weil da setzt ihr viele Sachen ein, die euer Handling einfach verbessern. Und wenn euer Handling mit der Gun verbessert wird, ja, dann werdet ihr einfach besser. Und dann kommen wir zur schönen Cloud, zur Wolke. Die finde ich schon richtig cool gemacht. Also schön mal Mut zur Farbe. Na? Nein, aber die finde ich richtig schön gelungen. Die gefällt mir richtig gut. Hier auch wieder schöne Farbverläufe, aber das wissen wir jetzt, das hast du drauf. Da hast du wirklich schön wieder mit den hellen und dunklen Tönen gearbeitet. Und dann eben noch schön die Wolke ausgearbeitet. Ich glaube unten sogar wieder ein bisschen mit Violett und so. Also du hast da schon ein gutes Auge für. Dir fehlt jetzt vielleicht nur noch so ein bisschen das bessere Handling, dann werden die Bilder schlagartig noch um einiges besser. Aber ich denke, wenn du so weiterarbeitest, dann wird das auf jeden Fall der Fall sein. Irgendwann werden die mal noch, wird das dann noch immer besser und besser. Aber ich finde auch das schon richtig klasse. Finde ich cool gemacht einfach. Hat schöne Hellen und Tiefen und Effekte und schöne Farbverläufe. Also habe ich nichts zu mäkeln. Gut. Und dann kommen wir hier wieder zu einem Tigerkopf. Tiger. Und zwar haben wir hier den schönen Tigerkopf. Hier finde ich es doch sehr verwaschen. Also hier finde ich, wirkt das nicht so gut, weil es eben sehr verwaschen aussieht. Und das finde ich bei Tierfell immer ein bisschen schwierig. Da greife ich auch ganz gern zum Pinsel, wenn ich ehrlich bin. Oder kratze auch mal, wenn es sein muss. Kratzen ist jetzt nicht so meins. Da mache ich gerade so bei Leinwänden und so, da macht man relativ viel kaputt. Beziehungsweise die sind mega saugend. Und dann lässt sich da in der Regel auch schlecht bis gar nicht drauf kratzen. Ich weiß jetzt nicht, auf was du das gemacht hast. Würde mich auch interessieren, auf was für eine Oberfläche. Sonst könntest du da eventuell noch nachradieren oder kratzen oder mit dem Pinsel arbeiten. Aber so finde ich es ein bisschen arg verwaschen. Und das wirkt dann nicht so, ja, dann hat das nicht diesen Effekt, den es dann eigentlich haben soll, dass es eben nach Fell aussieht. Klar, ich finde, man erkennt es auf jeden Fall ganz gut, dass es ein Tigerauge ist und ein Tigerkopf. Aber um das einfach noch besser zu machen, würde ich dir das empfehlen, da eventuell nochmal nachzuarbeiten und das Ganze dann eben auszumalen mit dem Pinsel oder mit der Airbrush versuchen, einfach nochmal näher an den Untergrund zu gehen und es dann einfach nochmal detailreicher einzuarbeiten. Und dann sieht das nachher gleich viel runder aus und deswegen den Tipp, mach das, dann sieht das deutlich besser aus. Und wie findest du das Bild da? Super. So, dann kommen wir zu deinem letzten Bild und auch das letzte für diese erste Folge von euren Artworks. Und das ist die schöne Reptilienhaut und die hast du auch wieder, finde ich, richtig schön umgesetzt. Hier sieht man einfach im Vergleich zu dem Tigerkopf, finde ich, sieht man hier einfach wieder schön abgegrenzt, schön gemacht. Es sind schöne Details drin. Mit den hellen Highlights am Ende nochmal sieht das richtig schön, ja, so schuppig, glänzig aus. Und das finde ich, da hast du den Effekt wieder richtig ins Schwarze getroffen. Also auch wieder richtig gut. Und ja, es sind auch wieder coole Farben. Hast du wieder schön mit den einzelnen Bestandteilen der Farben gearbeitet, mit hellen und tiefen. Und das macht es dann immer rund. Farben, Kontraste, schön abgegrenzt arbeiten. Und ich finde einfach wieder eine sehr gelungene Arbeit, wirklich.
Und da braucht sich, wie gesagt, nichts zu verstecken. Das ist einfach wieder spitze geworden. Und auch von dir ein vielen Dank, dass du die Sachen geschickt hast. Das freut mich doch wirklich sehr. Und dann schauen wir uns jetzt noch das Siegertreppchen an, würde ich sagen. Und dann bis gleich. So, liebe Leute da draußen, jetzt geht's an die Top 5 und ich sag's euch, meine Fresse war das schwer. Ich hätte es mir nicht gedacht. Ich dachte, das geht mir so easy peasy von der Leber, aber scheiße, das war es gar nicht. Ich fand so viele Bilder gut und deswegen teilen sich auch auf Platz 4 und 2 jeweils noch 2 andere Bilder, weil ich es einfach nicht ums Herz bringen konnte, die nicht mit reinzupacken. Und ja, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mir die Sachen geschickt habt im Vorfeld nochmal. Das hier ist jetzt nur eine Bewertung meiner persönlichen Geschmackes, was mich so anspricht. Das muss nicht immer zwangsläufig euer technisch bestes Bild sein, sondern das, was mir halt farblich, handwerklich etc. So reinpasst. Seid nicht böse, wenn ihr mit eurem nicht dabei seid oder so. Aber ich hoffe, wir können in Zukunft das Ganze wiederholen und dann in Zukunft vielleicht mal öfters machen. Vielleicht hat es den einen oder anderen jetzt, juckt es unter den Fingernägeln, vielleicht mal was einzuschicken. Ich werde das vielleicht mal wiederholen. Schreibt das gerne in die Kommentare und wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die Top 5 der Einsendungen ein und Platz Nummer 5 ist für den lieben Sven. Also nochmal danke, dass du die Eier hast, deine Anfängerbilder reinzuschicken und das Bild hier ist verdienter Platz Nummer 5. Und dazu brauche ich ja gar nicht mehr viel sagen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir zu Platz Nummer 4. Tada! Platz Nummer 4. Teilen sich einmal die Lippen, weil ich die einfach geil finde. Da stimmt die Farbkomposition richtig gut. Die sehen plastisch schön geil aus. Ich finde, das Bild hat viele Sachen, die mich einfach richtig ansprechen, auch vom handwerklichen Können. Und das hat mich sehr überzeugt und deswegen auch verdienter Platz 4. Und die Sachen die Sachen sage ich schon. Ich bin echt heute bin ich schon wieder durch. Das Bild vom lieben Alex, diesen Effekt, den fand ich auch so cool, den wollte ich einfach mit drin haben und den konnte ich auch einfach nicht ums Herz bringen, den nicht mit reinzubringen, deswegen teilt sich der auch den 4. Platz mit dazu, weil ich einfach das, was sehr Spannendes fand, was sehr Mutiges und deswegen verdienter Platz Nummer 4. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz Nummer 3 und das ist der liebe Venom. Da ist einfach so viel Arbeit, glaube ich, auch mit drin. Der spricht mich natürlich einfach als alter Marvel-Fan auch einfach nur sowas von an. Und deswegen ein absolut verdienter Platz Nummer 3. Und dazu muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. So, dann kommen wir zu Platz Nummer 2. Und das ist dann einmal das liebe Bild von der Biene und zwar der Son Goku. Der gefällt mir einfach, der ist cool umgesetzt, da sind coole Farben drin. Das ist vielleicht nicht dein technisch bestes Bild, aber ich fand es halt einfach so cool, das hat mir einfach so gut gefallen und deswegen auch ein verdienter Platz Nummer 2, wobei hier auch noch ein weiteres Bild vom lieben Alex mit ins Spiel kommt und zwar der Yoda. Den fand ich einfach auch zu gut, um den nicht mit reinzunehmen und der konnte ich einfach, da musste ich einfach sagen, da müsst ihr euch leider auch nochmal den 2. Platz teilen. Ich hoffe, das passt für euch. Aber auch hier einfach dieses Freihandschaffende, dieses Machen und auch wirklich zeigen. Und klar, das Ding hat auch seine Fehler und Schwächen, aber ich finde, da steckt so viel Arbeit drin. Und ich finde es eigentlich aber auch schon von der Qualität her schon so gut, dass es einfach den 2. Platz definitiv verdient hat. Also mein Respekt geht raus. Und dann fragt ihr euch natürlich jetzt alle, what the hell ist Nummer 1? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich zeige es euch einfach. Tada! Das ist der liebe Skeletor. Ich fand ihn einfach so cool. Der hat irgendwie so einen eigenen Style der Hardy mit seinen Schablonen und allem. Da konnte ich einfach nicht drum rum, den auf die Nummer 1 zu packen. Der gefällt mir einfach so mega gut. Und ich denke, der hat den 1. Platz auch richtig gut verdient.
Und ja, macht weiter so. Wirklich. Macht einfach weiter so. Es waren alle Bilder toll. Ich finde es generell einfach super, was ihr da einschickt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und es war auch richtig viel Arbeit. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt Kommentare. Genau. Und lasst es mich wissen, ob ihr da mal Bock habt auf einen zweiten Teil oder so. Ob ich da mal vielleicht was starten soll. Und genau. Ihr kennt das Ganze, Kladderadatsch. Ich sag's trotzdem nochmal. Liken, abonnieren, Glocke drücken. Wir wollen mit dem Algorithmus nach oben und dafür brauchen wir ein bisschen Bewegung in dem Ganzen. Ihr dürft mich natürlich auch gerne unterstützen finanziell. Das habe ich auch schon oft gesagt. Ich sag's trotzdem nochmal. Steht alles in der Infobox. Und in diesem Sinne, liebe Leute da draußen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es, wie gesagt, mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Dann sieht man sich sicher mal wieder. In dem Fall reingehauen und wieder schauen.